Ich darf euch alle ganz, ganz herzlich hier begrüßen. Schön, dass ihr gekommen seid, um euch schöne Musik anzuhören. Dieses Konzert haben wir eigentlich schon vor 2 Jahren geplant, aber dann kam Corona dazwischen und so hat der Herr es geführt, dass es heute stattfindet. Und ich wunderte mich und sagte, Gott, du wusstest vor 2 Jahren, dass wir das heute planen und jetzt fällt vor 2 Tagen bei uns die Heizung in der Kirche aus. Irgendwie so entmutigend für die Anwesenden. Und als wir dann Sam abgeholt haben, habe ich ihn natürlich vorbereitet und habe ihm gesagt, Sam, wir haben heute Abend eine Herausforderung. Er sagte, welche? Die Heizung ist ausgefallen. Und er sagte, Jesus kommt immer zu meinen Konzerten. Egal, ob es heiß oder kalt ist, er ist immer da. Und das hat mich eigentlich ermutigt und schon gezeigt, dass dieser Mann sein Herz am richtigen Fleck hat. Er liebt Jesus, er möchte heute ihm dienen, ihn ehren mit Musik, mit seinem Zeugnis. Und ich freue mich, dass wir alle dabei sein können, auch die Zuschauer zu Hause, seid herzlich willkommen. Und am Anfang würde ich einfach beten und direkt das ganze Programm an Sam übergeben. Lasst uns nach Möglichkeit aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich. Du bist ein wunderbarer Gott und es ist so schön, dir zu dienen mit allen verschiedenen Gaben, die wir haben. Und heute Abend haben wir Sam zu Besuch. Er möchte dich verherrlichen mit der Gabe, die du ihm gegeben hast. Von seinem Leben erzählen, Stücke spielen, uns mit Musik erfreuen. Danke dir, Herr, dass du Musik geschaffen hast, dass wir auch als Gemeinden, als Christen dich mit Musik loben und preisen können. Herr, segne dieses Konzert und dir die Ehre für alles, Herr Jesus. Amen. So, herzlich willkommen, Sam. Guten Abend. To meinen russischen Freunden, здравствуйте, спасибо, очень хорошо. But I'm happy to be here tonight. Ich bin froh, hier Abend sein zu dürfen. I was supposed to be here 2 years ago. Ich sollte eigentlich schon vor 2 Jahren hier sein. 2020 was the 250th anniversary of the birth of Beethoven. 2020 war das 250-jährigste Jubiläum von Beethoven. And then COVID. Und dann kam Covid. Keine concert 2 years ago. Keine Konzerte vor 2 Jahren. Then last year, still COVID. Letztes Jahr immer noch Covid. And I got COVID. Und ich bekam Covid. But now, finally, 2 years later, we're here. Und jetzt, endlich 2 Jahre später, bin ich hier. And tomorrow is Beethoven's birthday. Und morgen ist Beethovens Geburtstag. 252. 252. So Beethoven is my favorite composer. Beethoven ist mein Lieblingskomponist. I'm going to play all Beethoven with your program. Ich werde nur Beethoven spielen, wie im Programm. And then I'm going to share how music is not the most important thing in my life. Und dann werde ich zeigen, dass Musik nicht das Wichtigste in meinem Leben ist. But Jesus Christ is. Aber dafür Jesus Christus. Yes. So, look at your program. Let's begin. Guckt in das Programm. Lasst uns anfangen. The first piece on the program is the first piece Beethoven ever wrote for the piano. Das erste Stück im Programm ist das erste Stück, was Beethoven für das Klavier geschrieben hat. He was 25 years old. Er war 25 Jahre alt. It's in 4 parts, as you see on your program. Es hat 4 Teile. The first is lively. Das erste ist freudig. The second is slow, very beautiful. Das zweite ist langsam, sehr schön. The third is a little dance. Das dritte ist ein kleiner Tanz. And the fourth is very fast. Und der vierte ist sehr schnell. When Beethoven played this piece, Als er das Stück gespielt hat, music changed forever. änderte sich die Musik für immer. Nobody wrote music so dramatic or intense. Niemand schrieb so dramatisch oder intensiv diese Musik. To many people, music was entertainment. Für viele Leute war die Musik ein Entertainment, eine Belustigung. Yeah, but to Unterhaltung. Beethoven, it was the power of the human heart. Für Beethoven war Musik die Stärke vom Herzen oder die Energie vom Herzen. So this is the first piece for the piano Das ist das erste Stück auf dem Klavier by Beethoven. von Beethoven.
Thank you very much. Thank you. Vielen Dank. So 18 months after Beethoven played this piece, 18 Monate nachdem Beethoven das Stück gespielt hat, something happened to Beethoven that would change his life forever. da ist Beethoven etwas passiert, was sein ganzes Leben änderte. He began to lose his hearing, to go deaf. Er verlor sein Gehör. He had ringing in his right ear and then ringing in his left ear. Er hatte so ein Läuten oder so ein Ringen in seinem rechten Ohr und dann auf seinem linken He Ohr. went to see some doctors Er ging zu Doktoren. who gave him some horns to hear. Die gaben ihm so ein Hörgerät, solche alten Horne. But for the next 5 years, he lost his hearing. Aber für die nächsten 5 Jahre verlor er sein Gehör. Some of the greatest music your ears will hear was written by a man who couldn't hear it. Einer der größten Komponisten, welcher Stücke geschrieben hat, aber nie das Gehör hatte. So people have asked me, how does a man write music if he cannot hear it? Viele fragen mich, wie kann jemand Musik schreiben, ohne Musik zu hören? So you don't need to hear music with your ears to hear music in your head. Man braucht nicht Musik mit seinem Ohr zu hören, vielmehr in seinem Kopf muss man die Musik So I'm going to hören. give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. I'm going to sing for you Happy Birthday. Ich werde für euch singen Happy Birthday. Everybody knows Happy Birthday. Jeder kennt das, But I sing. aber ich singe. You don't sing, and you don't sing. Ich singe nicht und ihr singt auch nicht. Happy Birthday. Oh, I heard somebody. Don't sing. Nicht singen, I don't need your help. ich brauche nicht eure Hilfe. Happy Birthday. Do you hear Happy Birthday? Habt ihr Happy Birthday gehört? Of course you do. You Natürlich hear habt ihr it gehört. in your head. In eurem Kopf. So you don't need to hear music with your ears to hear music in your head. Man braucht nicht Musik im Ohr zu hören, um es in seinem Kopf zu hören. But this is the big difference. Das ist der große Unterschied. You know Happy Birthday because you've heard Happy Birthday. Ihr kennt Happy Birthday, weil ihr es schon gehört habt. Beethoven heard Happy Birthday, or he heard music that nobody ever heard. Beethoven hat Musik gehört, die niemand gehört hatte. And someone wrote to Beethoven and said, "Where do you get the music in your mind?" Und jemand schrieb zu Beethoven und fragte, wie hörst du diese Musik in deinem Kopf? He said, "The music in my mind has been given to me by the Almighty God, Die Musik in meinem Kopf wurde mir vom allmächtigen Gott gegeben. and I'm putting it down on paper Und ich schreibe es nur zu Papier for him." für Gott. So I share this because the next piece on your program, Beethoven wrote while he was going deaf. Ich teile das mit euch, weil das nächste Stück geht oder ist in dem Zeitpunkt, wo Beethoven das Gehör verlor. And he was going through suffering. Und er ging durch Leiden. And on your program, look, it's called the Pathetique. Und in dem Programm steht Pathetik. Yes. Pathos is a Greek word which means suffering. Pathos kommt vom Griechischen und bedeutet Leiden. That's where we get the suffering of Christ is the pathos de Christi. Und das heißt, der Pathos vom Christ, also von Jesus, das Leiden Jesu Christi. And Beethoven was going through suffering. Und Beethoven ging durch das Leiden. He couldn't hear. Er konnte nicht So hören. it starts off with these dramatic chords. Er startet mit diesen dramatischen Akkorden. Angst, Angst. Angst. And the piece gets very fast. Und das Stück geht sehr schnell. And when you see my right hand over my left hand, Und wenn ihr meine rechte Hand seht, die geht über die linke. this is Beethoven talking to himself. Das zeigt einfach, Beethoven redet mit sich selber. Right. The second part you would think would be full of suffering, Der zweite Teil ist voll mit dem Leiden. but it's not. It's absolute peace. It Okay. is not suffering. Ja, verstehe. Das zweite Teil handelt nicht von Leiden, es ist Frieden. Peace, peace. And Beethoven has accepted this,
that this is how he will write music, but he cannot hear it. Und es handelt darum, dass Beethoven dieses Leiden akzeptiert und genau damit Frieden hat. I have friends who think this is the most beautiful piece Beethoven ever wrote. Ich habe Freunde, die denken, das ist das schönste Stück, was Beethoven geschrieben hat. It's really unbelievable. Es ist wirklich unglaublich. Beautiful. Schön. The third piece is dramatic again. Der dritte Teil ist sehr And dramatisch. Beethoven at the end of the piece is hitting the piano with his fist. Und am Ende des Stücks haut er das Klavier mit seinen Fäusten. He wants to hear something from the piano, Er wollte etwas vom Klavier hören, but he can't hear it. aber konnte nicht. So this is a very dramatic piece Und das ist ein sehr dramatischer to Teil Beethoven. für Beethoven. Pathos, Leiden, Pathos, suffering. Leiden. Genau. Yes. Sonata number 8. Sonate Nummer 8. Ja. Sonate Nummer 8.
Thank you. Vielen Dank. Thank you very much. I'm going to play you the next piece, Ich werde das nächste Stück spielen, and then I'm going to share my testimony. dann werde ich mein Zeugnis erzählen. And then the last piece is only 5 minutes long. Und das letzte Stück ist nur 5 Minuten lang. So the next piece is Sonata number 26. Das nächste Stück ist Sonate Nummer 26. You heard the first. Ihr habt die erste gehört, This is number 8. das war Nummer 8. So this is many years later. Und das ist jetzt viele Jahre später. Beethoven wrote 32 sonatas, Beethoven schrieb 32 Sonaten, 855 pages of piano music. 845 Seiten Musik. Look what it did to me. Schaut, was es mit mir gemacht hat. I put all those notes in there, Ich habe alle Noten in den Kopf getan and the hair went away. und die Haare fielen aus. So Beethoven is very famous Beethoven war sehr bekannt, and a legend. eine Legende. Right. He had a friend named the Archduke Rudolf Rainer. Er hatte einen Freund, der war der Erzherzog Rudolf Rudolf Rainer. Rainer. He was the son of the Emperor of Austria. Er war der Sohn von dem Kaiser von Österreich. Right. And he loved classical music. Und er liebte klassische Musik. And he told Beethoven, Und er sagte zu Beethoven, you write music du schreibst Musik and I'll pay all your bills. und ich werde alle deine Rechnungen bezahlen. And he did. Und das tat er. And we can thank him for all this music that Beethoven gave us. Und wir können ihm dafür danken, für die ganze Musik, die Beethoven uns gab. 14 of the greatest pieces Beethoven wrote 14 der großen Stücke, die Beethoven schrieb, are dedicated to him. sind diesem Erzherzog gewidmet. In May of 1809, Im Mai 1809, a man named Napoleon, ein Mann namens Napoleon, the Emperor of France, der Kaiser von Frankreich, he invaded Austria. hat Australien eingenommen. Yeah, Österreich. Oder Österreich, Österreich, yeah, ja. yeah. Austria. And so the Emperor of Austria took his family and his government out of Vienna. Und so holte der Kaiser seine ganze Familie raus aus Wien. So this piece is called the Farewell Sonata. Und dieses Stück heißt Lebewohl Sonate. Right. Now, I know Auf Wiedersehen is a way to say goodbye. Wiedersehen ist ein Begriff, um auch Tschüss zu sagen. But Lebewohl is when you never expect to see the person again. Aber Lebewohl heißt viel mehr oder sagt man viel mehr, wenn man die Person nie wieder sieht. And over the first 3 notes, Beethoven wrote Lebewohl. Und über die ersten 3 Noten hat Beethoven geschrieben Lebewohl. Right. And throughout the piece, you'll hear these 3 notes. Und durch das ganze Stück hört ihr diese 3 Noten. In the right hand is Beethoven. In der rechten Hand ist Beethoven, The left hand is the Archduke. in der linken Hand ist dieser Erzherzog And they argue at each other. und die argumentieren miteinander. Beethoven says something, Beethoven sagt etwas and he answers. und der Erzherzog antwortet. And at the end of the piece, my right hand goes to the top of the piano, Und am Ende des Stücks geht meine rechte Hand zum Ende des Klaviers oder zum the top. rechten Ende, zum rechten Höhepunkt des and the bottom Klaviers. goes to the bottom of the piano, Und die linke Hand geht zum linken Ende des Klaviers and they separate. und die gehen auseinander, separieren sich. The second part is written as the absence. Der zweite Teil ist geschrieben worden bei dieser Abwesenheit And Beethoven is by himself. und Beethoven ist dann alleine. And sometimes you hear him all by himself. Und manchmal hört man nur ihn für sich selber. In January of 1810, Im Januar 1810, the Archduke came back to Vienna. dieser Erzherzog kam zurück zu And you will Wien, hear it. nach Wien. Und man hört es. They run to each other, Die laufen aufeinander zu and they hug each other. und die umarmen sich. Now you may say, of course he wanted him. He was paying all of his bills. Ihr könnt vielleicht sagen, natürlich wollte er ihn, weil er seine ganzen Rechnungen zahlt. Not for 10 years. Aber nicht für 10 Jahre. Beethoven was very successful. Beethoven war sehr erfolgreich.
Yes, and he said, I don't need your money, I need your friendship. Und er sagte, ich brauche nicht dein Geld, aber ich brauche deine Freundschaft. Yeah. So, this is the farewell, the absence, and the return by Beethoven. Das ist das Lebewohl und die Abwesenheit und dann das Wiedersehen von Beethoven.
Thank you very much. Vielen Dank. Thank you. Before I play the last piece, which is very short, Bevor ich das letzte Stück spiele, was sehr kurz ist, I like to share my story. will ich euch meine Geschichte teilen. My story begins with my parents. Meine Geschichte fängt mit meinen Eltern an. My father was born in Romania in 1905. Mein Vater wurde in Rumänien 1905 geboren. My mother was born in Bratislava, Czechoslovakia in 1915. Meine Mutter wurde geboren in Bratislava 1915, Czechoslovakia. Tschechische Republik, Tschechien. Genau. Yes. And they were both very religious Orthodox Jews. Und die waren beide sehr religiös, orthodoxe Juden. And they left Europe because of the Second World War. Und sie haben Europa verlassen wegen dem Zweiten Weltkrieg. If they would have stayed in Europe, they both would have been killed. Wären sie weiterhin in Europa geblieben, so würden sie beide getötet worden. 11 months after my father left Romania, 11 Monate nachdem mein Vater Rumänien verließ, the Nazis came to his town and killed his family. die Nazis kamen in seine Stadt und töteten jeden. Yeah, it would have been my grandparents. Das wären meine Großeltern. Yes, my grandparents, yeah. And my parents left Europe and went to South America. Und meine Eltern verließen Europa und kamen nach Südamerika. They went to a country called Ecuador, Sie kamen nach Ecuador. and they lived there from 1940 to 1950. Und sie lebten dort von 1940 bis 1950. Yeah. And my sister and brother were born there, Mein Bruder und meine Schwester wurden dort geboren. and my mother was pregnant with me. Meine Mutter war schwanger mit mir. And my father got permission to bring his family to the United States through New York City. Und mein Vater bekam die Erlaubnis, seine Familie mit nach New York, nach USA zu nehmen. And I was born in October of 1950. Und ich wurde geboren im Oktober 1950. And I was raised in a very religious Jewish home. Und ich wurde großgezogen in einem sehr religiösen jüdischen Haus, Familie. Yeah. I went to public school during the day, Ich ging in eine öffentliche Schule and then I went to school in the synagogue. und dann ging ich in eine Schule in der Synagoge. It was called Hebrew school. Es heißt diese hebräische Schule, Yes, because the Jews speak Hebrew. weil die Juden Hebräisch So I sprechen. learned Hebrew. Also lernte ich Hebräisch. I learned all about being Jewish. Okay. I learned all about being Jewish. Okay. Ich lernte alles über ein Jude zu sein. I learned many, many prayers. Ich hörte viele Gebete And I went to Hebrew school 5 days a week for 8 years. und ich ging zu dieser hebräischen Schule 5 Tage die Woche, 8 Jahre lang. So this was a big part of my life. Und das war ein großer Teil meines Lebens. All my relatives were Jewish. Alle meine Verwandten waren jüdisch And all my friends were Jewish. und meine Freunde waren jüdisch. I would pray in the morning for half an hour, Ich betete jeden Morgen für eine halbe Stunde, and then I went to school. dann ging ich zur Schule And then when I was at 12 years old, I began to have a very bad mouth. und als ich 12 Jahre alt war, ja, kann man sagen, habe ich sehr schlechte Redensart gehabt. Right. I could curse very easily. Ich fing sehr schnell an zu fluchen. I could lie to my teachers or parents. Ich lügte meine Lehrer und meine Eltern an. But I was very religious in the synagogue. Und ich war immer noch sehr religiös in der Synagoge. And it was easy to be religious. Und es war einfach, religiös zu sein. And then an hour later, I'm swearing and cursing and lying. Und eine Stunde später fluche ich, lüge ich. And so I could be religious when I had to, Und so konnte ich religiös sein, wenn ich religiös sein musste. and then I was a sinner when I wanted to. Und dann war ich ein Sünder, wenn ich ein Sünder sein wollte. Then I went to a music school in New York City called the Juilliard School. Und dann ging ich zu einer Musikschule, The Juilliard School. diese Juilliard Yeah. School. I was there 5 years Da war ich 5 Jahre and got 2 diplomas in piano. und habe 2 Diplome im Klavierspielen And bekommen. there I met 3 students who said they were born again Christians.
Und da habe ich 3 Leute kennengelernt, die wiedergeborene Christen I waren. never heard that word. Und das habe ich zuvor noch nie gehört. But there was something about these students. Aber da war etwas an diesen Studenten. Every time I saw them, they would be reading a Bible. Jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, lasen sie die Bibel. This was not a school of religion, it was a school of music. Es war keine religiöse Schule, es war vielmehr eine Musikschule. Yes. But when they got together, all they did was talk about Jesus. Aber als sie dann immer zusammenkamen, das, was sie taten, war immer über Jesus zu reden. Not church, Keine Kirche, not Christianity, nicht Christenheit, but always Jesus and Jesus and Jesus and Jesus. immer Jesus, 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 Jesus. They heard I was a religious Jew, Sie hörten auch, dass ich ein Religiöser war. and they asked me 2 questions. Sie fragten mich 2 Fragen. They asked me if I ever read the New Testament. Sie fragten mich, ob ich jemals das Neue Testament gelesen hatte. And I said, no, I never read a word of it. Und ich sagte, nein, ich habe nie ein Wort da drin gelesen. I never saw one, I never had one. Ich habe nie eins gesehen, ich hatte auch nie eins. I had no information, nothing about the New Testament. Ich hatte keine Information, nichts über das Neue Testament. They asked me if Jesus was the Messiah, Sie fragten mich auch, ob Jesus der Messias war, because the Jews are waiting for the Messiah. weil die Juden immer noch auf den Messias warten. And I said he was not the salvation for Jewish people. Und ich sagte, er war nicht die Erlösung für die Juden. But I was very moral. Again? I was very moral. Ich war sehr moralisch, Very religious. sehr religiös. I never drank alcohol, Nie Alkohol getrunken, was never drunk, nie betrunken gewesen, never took drugs. nie Drogen genommen. There were lots of drugs in New York City. Und da waren viele Drogen in New York. Never had sex before marriage. Nie Sex gehabt, vor der Heirat. But I was very moral on the outside, Ich war sehr moralisch nach außen hin, but I was very immoral aber sehr unmoralisch on the inside. im Inneren. I knew I was not on the inside the way I could appear on the outside. Ich wusste, ich war nicht im Inneren so, wie ich nach außen mich zeigte. I could do many Jewish things, Ich konnte viele jüdische Sachen, but it never affected me on the inside. ich konnte viele jüdische Sachen machen, aber es hat mich nie nach innen hin beeinflusst. Oder. Very moral, Sehr moralisch, very religious, sehr religiös, but not changed. aber nicht verändert. So I made a big decision. Also habe ich eine große Entscheidung getroffen. I'm going to read this book, the New Testament. Ich werde dieses Neue Testament lesen. When I was a student at the music school, Als ich Student war an dieser Musikschule, I used to practice for 10 hours a day. übte ich 10 Stunden am Tag. Every day, 10 hours. Jeden Tag 10 Stunden. Not 9.5 hours, Nicht 9,5 Stunden, 10 hours. 10 Stunden. I started to read the New Testament, Ich startete das Neue Testament zu lesen and my whole life came to a stop. und mein ganzes Leben stoppte. I was shocked when I read this book. Ich war schockiert, als ich das Buch las. Here was a man, Jesus, who said of himself, Hier war ein Mann, der sagte über sich selber, I am the light of the world. ich bin das Licht der Welt. Wow. Wow. Here was a man, Jesus, who said of himself, here is a man, Jesus, who said of himself, here is Jesus, who Hier ist calls Jesus, himself, der- sagt von unserer, Der sagt von sich selbst, I am the bread of life. ich bin das Brot des Lebens. Jesus said, nobody comes to God except through me. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. He that has the Son of God has life. Der Sohn Gottes hat das Leben. He that does not have the Son of God does not have life. Und der nicht Jesus hat, der hat das Leben nicht. I was shocked when I read these words. Ich war schockiert, als ich das las. Moses never said this. Mose hat das nie gesagt. Abraham never said this. Abraham hat das nie gesagt. I was shocked at what Jesus said who he was. Ich war schockiert über das, was Jesus über sich sagte. So I was going to throw away the book. Also habe ich das Buch weggeschmissen. I'm going to go practice. Ich ging üben. And then I said to myself, Und dann sagte ich zu mir, if Jesus is
who he says he is, Wenn Jesus der ist, der er ist, then I better listen to him. dann höre ich ihm lieber zu. I may be making the mistake throwing this book away. Ich mache vielleicht den großen Fehler, das Buch wegzuwerfen. And then Jesus said he came for sinners. Und dann sagte Jesus, er ist für die Sünder gekommen. I was not a sinner. Ich war kein Sünder. I was very moral and religious. Ich war sehr religiös und moralisch. I was on God's side. Ich war an Gottes Seite. But Jesus said he came to bring forgiveness Aber Jesus sagte, er kam, um Vergebung zu bringen and to change us on the inside. und um uns im Inneren zu verändern. A new heart, Ein neues a Herz, new life, ein neues Leben, a spiritual life. ein spirituelles Leben. I've played concerts in 61 different countries. Ich spielte Konzerte in 61 verschiedenen Ländern. And let me tell you what I've learned. Und ich erzähle euch, was ich gelernt habe. It doesn't matter what your skin color is. Es ist nicht von Bedeutung, welche Hautfarbe du hast. It doesn't matter what your politics are. Es ist nicht von Bedeutung, was deine Politik ist. It doesn't matter what religion you have. Es ist nicht von Bedeutung, welche Religion du hast, It doesn't matter what language you speak. welche Sprache du sprichst. Every person in this world, 8 billion people, Jede Person in der Welt, 8 Milliarden Menschen, everyone in this room, jeder hier im Raum. we are experts at hiding things. Wir sind Experten darin, etwas zu verstecken. You know what's the first thing man did when he disobeyed God? Wisst ihr, was das Erste war, als er Gott begegnete? He hid from God. Er versteckte sich vor Gott. You can hide things from your friends. Ihr könnt Sachen verstecken vor euren Freunden, You can hide things from a husband or wife vor eurem Ehemann oder Ehefrau or from your parents, oder von euren Eltern. but nobody hides anything from Jesus. Aber niemand versteckt etwas vor Gott. And even though I was so moral Und obwohl ich so moralisch war and religious, und religiös, I thought I could hide things from people and God. dachte ich, ich kann Sachen vor Leuten und vor Gott And verstecken. on May 21st, Und am 21. Mai 1971, 1971 for the first time, I prayed to Jesus Christ. zum ersten Mal betete ich. And I'll tell you what I said. Und ich sage euch, was ich gesagt habe. My name is Sam Rotman, Mein Name ist Sam Rotman and I want you, Jesus, to take over my life. und ich möchte, dass du, Jesus, mein Leben übernimmst. I want you to tell me what to do. Ich will, dass du mir sagst, was ich zu And tun I will habe. not tell you what to do. Und ich will nicht dir sagen, was zu tun ist. I told him the lies I said Ich habe ihm all meine Lügen gesagt and the bad thoughts I had. und die ganzen bösen Gedanken, I die ich didn't hatte. hide anything from Jesus. Ich versteckte nichts vor Gott. I finished praying. Ich beendete das Gebet, I opened my eyes, öffnete meine Augen and instantly I knew that Jesus Christ completely changed me on the inside. und ich wusste direkt, dass Jesus mich ganz von innen verändert hat. I had a dirty mouth, Ich hatte einen dreckigen Mund and instantly he cleaned it. und er hat ihn sofort sauber gemacht. I had a dirty mind, Ich hatte schlechte Gedanken and instantly he cleaned it and changed it. und der hat die alle gesäubert. And the next day, I couldn't wait to tell all my Jewish friends I've met Jesus Christ. Und am nächsten Tag konnte ich nicht warten, meinen jüdischen Freunden davon zu erzählen, dass ich Jesus getroffen habe. I've played over 3,200 concerts, Ich habe 3200 Konzerte gespielt and all of my concerts are nothing, und alle meine Konzerte sind nichts compared to having Jesus Christ. im Vergleich Jesus Christus zu haben. The greatest thing I ever did in my life Das Größte, was ich im Leben was gemacht to habe, give my life to Jesus Christ. war mein Leben Jesus Christus zu geben. Music's not the most important thing in my life. Musik ist nicht das Wichtigste im Leben. Jesus Christ is. Jesus Christus ist Because es, only Jesus can change your heart. weil nur Jesus Christus dein Herz verändern kann. Your husband and wife cannot change you.
Dein Ehemann oder deine Ehefrau können dich nicht verändern. Your parents cannot change you. Deine Eltern können dich nicht The verändern. church cannot change you. Die Kirche kann dich nicht The verändern. government cannot change you. Die Regierung kann dich nicht verändern. You cannot change you. Du kannst dich nicht verändern. But this is the miracle. Aber das ist der Spiegel, It's a miracle. das Wunder. This is a miracle. Jesus Christ changes the human heart. Jesus Christus ändert das menschliche Herz. You know why I was Jewish? Als ich jüdisch war, I was born Jewish. bin ich jüdisch geboren. That's all. Das ist alles. If I was born in Egypt, I would be a Muslim. Als wäre ich in Ägypten geboren, wäre ich ein Muslim. I would be born in India, a Hindu. Wäre ich in Indien geboren, wäre ich ein Hindu. It's not a religion. Es ist keine Religion, It's a person. es ist eine Person. You know the first thing you see when you walk into a synagogue? Wisst ihr, das Erste, was ihr seht, wenn ihr in eine Synagoge Any reinkommt, synagogue around the world, egal was für eine Synagoge in der Welt, you will always see the 10 Commandments, ihr werdet immer zuerst die 10 Gebote sehen. the law that God gave to Moses. Das Gesetz, was Gott Mose gab. You know what the first thing you see when you walk into a church? Weißt du, was das Erste ist, was du siehst, wenn du in eine Kirche kommst? I call it forgiveness. Ich nenne es Vergebung. I know it's called a cross, Ich weiß, es heißt ein Kreuz, but it's forgiveness. aber es ist Vergebung. And every time you see a cross, Jedes Mal, wenn du ein Kreuz siehst, God is telling you, I want to forgive you. sagt Gott dir, ich vergebe dir. Come to me and let me forgive you. Komm zu mir und lass mich dir vergeben. Right. Salvation is not what you will do for Jesus Christ. Erlösung ist nicht das, was du für Jesus Christus tust. It is what Jesus Christ has done for you. Es ist das, was Jesus Christus für dich getan hat. And I play the piano for him. Und ich spiele das Klavier für ihn. He gave me the ears to hear the music Und er gab mir die Ohren, Musik zu hören and the fingers to play the music. und die Finger, Musik zu spielen. Jesus has never missed one of my concerts. Jesus hat nie ein Konzert von mir verpasst. Every time I give a concert in a church Jedes Mal, wenn ich ein Konzert in eine Kirche gebe or a concert hall oder in einer Konzerthalle or with an orchestra, oder mit einem Orchester, he's in the front. er sitzt ganz vorne. And when I sit down to play, Und wenn ich mich hinsetze zum he says, Spielen, Sam, sagt er, Sam, I'm looking forward to hearing you play for me tonight. Sam, I'm looking forward to hearing you play for me tonight. ich freue mich, dich spielen zu hören für mich heute Yes, Abend. yeah. It is worth living for Jesus Christ. Es ist wert, für Jesus Christus zu leben. I could look into your eyes, Ich kann in eure Augen sehen, every one of you, jeden von euch. and I say this with my whole heart. Und das von ganzem Herzen sagen. It is worth living for Jesus Christ. Es ist wert, für Jesus Christus zu leben. You can tell him your name. Ihr könnt Jesus euren Namen sagen. My name is, Mein Name ist, and Jesus, I want you to take over my life. und ich will, Jesus, dass du mein Leben übernimmst. And he will. Und er wird es And tun. I want you to forgive me. Und ich will, dass du mir vergibst. And he will. Und er wird. And you do that, Und du tust das. he will transform your heart. Er wird dein Herz verändern. Music gives me a lot of happiness, Musik ist viel, viel Freude. but it doesn't change one note. Not one note will change me. Aber keine einzige Note wird mich verändern. I'll play 40,000 notes tonight. Ich spiele 40.000 Noten heute Abend. Not one note will change me. Aber keine einzige Note will mich Jesus verändern. changed me, Jesus Christus gave me a veränderte new mich, life. hat mir neues Leben gegeben. It's worth living for him. Es ist wert, für Jesus Christus zu leben. The last piece on the program, Das letzte Stück im Programm it's by Beethoven, called the Turkish March. ist von Beethoven, nennt sich der türkische Marsch. You've all heard this piece. Den habt ihr schon alle gehört, Very famous. sehr bekannt. You'll hear this march, Ihr hört diesen Marsch, these 6 variations,
6 Variationen and then the march again. und dann den Marsch wieder. So here is the Turkish march, the last piece by Beethoven. Und hier ist das letzte Stück, der türkische Marsch von Beethoven. Thank you. Anybody have a question you'd like to ask me about my life or my music? Jemand, der eine Frage hat an mich,
über meine Musik, über mein Leben. Any question you'd like to ask? Irgendeine Frage, irgendjemand? Yeah. Yeah, you can tell them in German. Genau, also Meine Familie, was hat meine Familie getan? So I went and shared with my parents. Nochmal? I went and shared with my parents about my new faith in Jesus. I went okay. and told my Ja, parents, ja. Ich kam und erzählte es meinen Eltern and I knew they would be very upset, und ich wusste, dass sie sehr aufgebracht sein werden, especially my father. besonders mein Vater. So I told them, Ich sagte zu ihm and my father asked me to leave the house. und mein Vater sagte, ich soll das Haus verlassen. And he said 3 things. Er sagte 3 Dinge. You're no longer my son. Du bist nicht länger mein Sohn. I never want to hear from you. Ich will nie wieder von dir hören. And as far as I'm concerned, you're dead. Und genau, für mich bist du so wie tot. Yes. I didn't hear from my parents for many years. Ich hörte nichts von meinen Eltern für viele Jahre. I got married to my Christian wife. Ich heiratete meine Frau, meine My wife was a christliche Christian, Frau, right? ja. And they did not come to the wedding. Und sie kamen nicht zur Hochzeit. In 1995, my father became ill. 1995 wurde mein Vater krank. I wanted to visit him in the hospital, Ich wollte ihn im Krankenhaus besuchen and he refused to see me. und er lehnte es ab, mich zu sehen. And he died 4 days later. Und er starb 4 Tage später. And he did not want me at the Jewish funeral. Und er wollte mich nicht bei der jüdischen Beerdigung. But then I had a very good relationship with my mother. Aber dann hatte ich eine sehr gute Beziehung mit meiner Mutter. My mother loved my wife and my children. Meine Mutter liebte meine Frau und meine Kinder. I played concerts for her. Ich spielte Konzerte für sie. Yes, and I began to read to her the New Testament. Und ich las ihr aus dem Neuen Testament. And then on February the 12th, Und 12. Februar 2007, 2007 my 91-year-old mother came to faith in Jesus Christ. kam meine 91-jährige Mutter zum Glauben zu Jesus Christus. It was tremendous, wonderful. Es war sehr schön. Yes. And she has gone now to be with Jesus. She died and went to be with Jesus. Sie starb und um bei Jesus zu sein. Yeah, and I spoke at her funeral. Und ich sprach bei ihrer Beerdigung. Yes, and I said, Mother, you're now in the bosom of Father Abraham. Und ich sprach, Mutter, du bist In the arms, okay, the arms of in den Armen von Abraham. Abraham, genau. Yeah, yeah. Someone else, any question? Jemand anderes, eine Frage? No, good. I have a table in the back, Ich habe da hinten einen Tisch and I have 2 recordings. und ich habe 2 Aufnahmen. One is all Beethoven, Eine ist nur Beethoven, my favorite. mein Favorit. It has actually also the Moonlight Sonata. Da ist auch die Mondscheinsonate. Yes. And then there's a recording of French composer Debussy. Und dann ist eine andere Aufnahme Debussy, French composer französischen Komponist Debussy. Debussy. And he wrote a famous piece called Clair de Luna, The Light of the Moon. Und er komponierte ein Stück The Licht der Mond. Licht der Mond. And you listen to the Debussy recording, Und ihr hört die Debussy-Aufnahme and you will melt. und ihr werdet schmelzen. All the stress goes out of you. Der ganze Stress geht von euch. You will become Wasser. Ihr werdet Wasser. Wasser sein. And then there's a DVD Und dann ist da noch eine DVD of my whole testimony of faith in Christ. von meinem ganzen Zeugnis vom Glauben zum Jesus Christus. But it's a DVD Aber es ist eine to DVD, see on the Fernseher. um am Fernseher zu sehen. Yeah. They're each 15 euros, Beide 15 €, each of the recordings. Yes. jeder von der Aufnahme. And but the autograph is free. Aber Autogramme sind frei.
Many years ago, I gave a concert in the United States. Viele Jahre zuvor gab ich ein Konzert in den USA. I said, tonight, the autograph is $15. Da sagte ich, heute Nacht ist der Autograf oder der Autor $15 And the CD is free. und die CD ist frei. And a man came up to me afterwards, Und ein Mann kam dann zu mir später and he said, I would like a CD und sagte, ich würde gerne eine CD with no autograph. mit keinem Autogramm. Yes. So, after 2 years, thank you for having me. Nach 2 Jahren sage ich danke, dass ich hier sein durfte. Sergey was great. I always was in touch with Sergey, and he was great in communicating. Sergej war großartig in der Kommunikation. Yes, and thank you to the translator. Come. Und ja. It was a pleasure for me. Vielen Dank. And it is worth living for Jesus Christ. Und es ist wert, für Jesus Christus zu leben. I'll be in the back. Ich werde hinten sein. You can come up? Yeah. Ich hätte noch eine Frage gehabt, aber die stelle ich nachher ihm privat, wie lange er die Dinger spielen musste, um sie auswendig zu können. Ne? Ja, aber wie viele Tage? Ja, ich hoffe, ihr habt es genossen, egal ob Musikliebhaber oder nicht, aber auch die Zeugnisse dazwischen und wie auch die Stücke bei Beethoven entstanden sind, dass Gott ihn dazu gebraucht hat, das ist schon erstaunlich. Da wir jetzt ein bisschen noch eingefroren sind, möchte ich 3 Einladungen aussprechen. Die erste, ihr dürft gleich gerne in den Kellergeschoss gehen. Da wurde warmer Tee und Kaffee vorbereitet. Macht noch davon Gebrauch, trinkt ein Tässchen, redet miteinander, vielleicht noch ein bisschen mit Sam, holt doch noch ein Autogramm. Dann möchte ich euch alle, auch die Zuschauer, nochmal zum Sonntagsgottesdienst einladen. Wir werden diesen Sonntag den Kinderchor haben. Die haben ein Programm vorbereitet und ja, wir dürfen es genießen. Und die dritte Einladung, die möchte ich wiederholen, das, was Sam gesagt hat. Wenn du dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, was hindert es dich, heute es zu tun? Du darfst vielleicht auf jemanden zukommen, den du weißt, dass er ein Christ ist, dass er mit dir betet, oder auf die Mitarbeiter hier vor Ort. Oder wenn du zu Hause bist und vielleicht zuschaust und durch dieses Zeugnis ermutigt wurdest, dann darfst du auch ganz alleine dein Leben Jesus übergeben. Ja, und so möchte ich zum Schluss einfach danken Gott und bitte euch nach Möglichkeit aufzustehen. Ja, Herr Jesus, danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du auch Sam gerettet hast. Er hat uns von seinem Leben erzählt, wie er im Judentum in der Gesetzlichkeit aufgewachsen ist, aber innerlich war er arm und verloren wie wir alle. Und er hat dieses Heil in dir gefunden und ab jetzt lebt er und verherrlicht dich mit Musik. Segne du ihn weiter, Herr, auf seiner Reise, auf seinen Konzerten, wo er zu deiner Ehre spielt und dich verherrlicht und von dir erzählt. Öffne weiterhin ihm die Türen, dass es klappt. Aber auch uns, Herr, segne, dass wir nachdenken, welche Gabe haben wir empfangen? Womit können wir dir dienen? Und hilf uns das auch zu deiner Ehre einsetzen. Und ich danke dir ganz herzlich dafür. Amen. Bitte schön. Ganz herzlich eingeladen noch zum Gemeindecafé.